Hallo, liebe Blutsauger, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Vampyr. Wir sind hier wieder im Untergrund, wo wir schon mal waren. Und, ja, das ist der richtige Weg, weil ich war ja in Whitechapel gewesen, das hat ja nicht funktioniert. Und, ja, meine Vermutung hat sich bestätigt, wir müssen hier unterirdisch und dann wahrscheinlich gibt es einen Weg zum Anwesen von hier unten aus. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal hier durchkämpfen und dann zum Anwesen kommen. Aber hier sehen wir auch schon ungefähr, in welche Richtung wir müssen auf der Karte. Das heißt, ich kann mich auch so ein bisschen am Marker orientieren, der über meinem Charakter schwebt. In welche Richtung ich grob laufen muss, weil das hier ist alles ziemlich weird. Und zwar laufe ich mich am Ende noch. War das? Habe ich nicht was gesehen? Blood Trail, da liegt noch die Leiche. So, und jetzt wird es hier rechts irgendwo rausgehen, oder? Er hatte ich doch gegen den Großen gekämpft, ne? Hier irgendwo war das. Ich denke mal, es hat was damit zu tun, dass wir hier irgendwie nach oben müssen, aber ich weiß nicht, ob da oben überhaupt irgendwas ist. Bin mir da halt absolut nicht sicher. Weiter unten hatten wir die Frau befreit, die jetzt in West End herumläuft. Das heißt, nach unten zu gehen lohnt sich rein theoretisch nicht. Aber hier ist auch nichts. Das heißt, so gesehen kann ich hier, ohne Niete, kann ich hier nichts weiter machen. Nach oben komme ich irgendwie auch nicht. Ich bin mir halt auch, wie gesagt, nicht sicher, ob es überhaupt irgendwie einen Weg hoch gibt. Oder von welcher Seite aus ich da hoch kann. Ich kann mich da nämlich nicht hoch teleportieren, was eigentlich rein theoretisch easy gehen würde, wenn ich hier das Wasser wieder hochlasse und darüber gehe. Was ich aber nicht brauche aktuell, weil ich kann ja auch so darunter. Es sei denn, es gibt noch einen anderen Weg da unten, den ich nicht gesehen habe. Wenn man das Wasser halt wirklich komplett ablässt. Jetzt ist es auf so einer Ebene, die... Wohl komplett ablassen können wir es gar nicht. Naja, egal. Ich guck mal gerade. Gut, hier kommen wir nicht lang. Hier war nur der Vampir da hinten und hier oben war nix, oder? Kommen wir zwar nach oben, aber... Guck mal, warte mal, hier scheint es richtig zu sein. Hier ist noch eine Tür! Ah, I got this now. Okay, das heißt, hier sind wir theoretisch richtig. Der Anzeige des Markers zufolge. Ja. Okay. Das sieht gut aus. Nice. Hey. Ah, hier gibt es nämlich noch Leute, die ich nicht kenne. Ist eine gute Idee, gleich mal mit denen zu schwätzen, aber kann ich jetzt nicht erstmal einen Shortcut öffnen? Das würde ich nämlich gerne erstmal tun. Dazu muss ich wieder da unten hin. Jawohl. Jetzt können wir hier einfach so rein, ohne nochmal unterirdisch rein zu müssen. Temple Church. So, dann quatschen wir erstmal mit ihm. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reid from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing.
What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Kann sagen, dass ich für den Ascalon Club arbeite und es ist blau. Tu mir das mal. Ich bin mal gespannt, was ich da für eine Antwort krieg. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Nö, keine Ahnung. Habe nichts Seltsames bemerkt. Ich möchte Geoffrey McCallum melden. Kennen Sie Fergal Bencher? Können wir den verpfeifen? I'd like to report a name, Inspector. Geoffrey McCallum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. Jetzt haben wir den verpfiffen. Mesmerisieren geht nicht. Okay, persönliche Fragen. Erzählen Sie mir von diesem mordenden Irren. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Vielleicht. Über Ihre Nachforschungen. Investigating. Exactly. Well, my two missing persons cases have been solved. By you, it seems. Are you just that lucky? Or do you know something I don't? I was lucky enough to find them both while conducting my investigation in this part of town. Why do I still have the feeling that you're hiding something? What about the abductor? Was it the same person? I don't think so. You had better interview Miss Teasdale and Mr. Kimura on that matter. All I did was to lead them safely home. Ja, wir haben die Arbeit besser gemacht als der Dude hier von Scotland Yard, Mr. Albright. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Ein Mann, der zu viel Macht hat. Nicht gut. What are you investigating? Well, I don't... So, das hatten wir schon. Okay, mehr kann ich nicht mit ihm quatschen. Dann. Goodbye, Detective Inspector. Goodbye, Dr. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon. Er hat Erschöpfung. Ich habe Erschöpfungsmittel dabei. Doctor, Do you need I'm afraid. Skip das mal, weil die meisten Sachen... Das, was sie sagen, ist nur Danke, danke und das war's. Okay,
Ah, das ist der Inspektor. Arena Below. Okay, 5 Personen fehlen mir noch, dann habe ich alle entdeckt. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reid. Do you remember me? Dr. Reid? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reid. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Wir haben Weapons, oh mein Gott. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Camellia haben wir doch schon getroffen. Das ist die, die nicht redet. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Sehr löblich von der Mutter auf jeden Fall in so schwierigen Zeiten, dass die Zeit dazu hat. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reid. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Die Mutter traut ihr irgendwie nicht viel zu, kann das sein? Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau, hat sie doch gesagt. Und dann kann die Mutter auch mal ein bisschen loslassen. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man, not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Seltsam. Goodbye, Carol. Carol ist auch erschöpft. Good evening. My mother... Do you Aber need noch- my med... Oh, please, sir. Don't be shy. Thank you, sir. Okay. Goodbye. Ihr haben mir auch geholfen mit medizinischer Hilfe. Achso, die Mutter, der haben wir noch nicht gesprochen, aber hier gibt es noch ein bisschen was zu erforschen bei ihr. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reid, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Ah, das ist toll. Lass mal sehen, was du hast. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reid. Take all the time you need. Sie verkauft Nieten. Die brauchen wir für die maximale Stufe der Waffen, um die zu verbessern. Hat sie auch noch zufällig... was brauche ich denn noch? Was war denn das? Schwefel?
Ich musste mal gucken. Es gibt einen Skill, den ich mir kaufen möchte für eine Waffe, aber da fehlt mir Salpeter oder Schwefelsäure oder irgendwas. 75 kostet eine. Kann ich irgendwas verkaufen? Aktuell nicht. Ich könnte die Serien verkaufen, aber die brauche ich selbst. Für den Fall der Fälle. Weil sie hat 2 Stück, dann hätte ich nämlich 5, dann könnte ich das noch ein bisschen ausbauen. Okay, aber ich habe leider nicht genug Kohle. Sorry. Good morning. Good evening, sir. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Die ist ja nett. Fragen wir sie mal direkt. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? Ein bisschen vielleicht. It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reid, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Ah. Ich glaube, sie hat Interesse an mir. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Schmeichelt uns als. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reid. Ach, jetzt hör auf. Honig ums Maul zu schmieren kann sie besonders gut. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reid. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Wenn ich die Zeit entbehren kann, mache ich das gerne. Miss Price. Okay, ich kann mit dir leider nichts mehr... Mit über nichts mehr quatschen. Gut, das wäre es dann. Sie ist auch erschöpft, aber ich habe leider kein Mittel mehr gegen Erschöpfung. Okay, hier können wir noch ein bisschen was plündern. So, ich wollte noch mal gerade gucken, was brauche ich denn für die Waffe? Das war nämlich... Quatsch. Die hier. Weißer Phosphor. Wo bekomme ich weißen Phosphor her? Ich muss mal schauen, ob es irgendjemand verkauft oder ob ich es irgendwo finden kann. Das wäre natürlich ganz, ganz hervorragend. Ach, hier kam ich her. Gut.
Er hat auch schon was bekommen. Mit ihr habe ich geredet. Wir gucken uns mal erstmal ein bisschen um, bevor wir zu Elias Dawson gehen. Das Anwesen ist hier irgendwo rechts. Hier gibt es nämlich auch noch eine Tür, die nach Whitechapel führt. Na nö. Aha, ihr seid das also. Warte mal, kann ich mich hier hoch teleportieren? Nee. Schade. Ja. Oh, noch eine. Mich kriegst du nicht, Junge. So, die werden wir los. Den Pater looten wir auch mal. Und hier scheint es einen Unterschlupf zu geben. Jawohl! Dann kann ich hier nochmal ein paar Medikamente herstellen. Ich wette mal stark, diese Tür hier führt mich auf eine andere Seite. Wo lande ich jetzt? Achso, okay. Ist ein Durchgang, so gesehen. Gut. Ah ja, perfekt. Da können wir looten. Munition ist voll, das trifft sich hervorragend. Dann kann ich nämlich die Knarre nehmen. 31 Schuss. Da liegt noch Geld. So, ein Mittel gegen Erschöpfung. Ich stelle mal ein paar her. Die brauchen wir ab und zu eh mal. So 5 Stück. Reicht erstmal. Regeneriert 150 Blutpunkte sofort. Rezept unbekannt. Warum wird das mir dann angezeigt? Frage ich mich. Das heißt, ich muss noch die jeweilige Substanz finden zum Analysieren. Kann ich die jetzt? Nein, geht noch nicht. Braucht noch Teil eines guten Griffs, 1 Stück. Den könnte ich ja bei ihr kaufen. Ich glaube, sie hatte welche, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir aber nicht sicher gerade. Okay. Das braucht auch den Griff, ne? Ja. Ich könnte diese Waffe auch verbessern. Die Axt, die hat auf Maximum 302 Schaden. Die ist besser, die hat 411. Können wir auch mal verbessern. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Verursacht der Schaden um 10% erhöht. Aluminiumpulver. Habe ich nicht mehr genug. Och, so ein Mist. 154 Damage. Freude macht. 330. Ja, die Waffe hier, die Sense, ist mit am stärksten. Nicht die Sense. Was, die Sense? Ne, hier der Knüppel. 411. Aber auch, weil ich auf Schaden gegangen bin hier.
10% mehr. Oder ist er da schon mit eingerechnet? Ich bin mir nicht sicher. Nee, verbessern kann ich nichts, aber halt. Wiederverwertbar ist nichts dabei. Okay. Gut. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Ich wollte noch gerne runter. Und die Tür öffnen. Nach Whitechapel. Das müsste eigentlich hier vorne dann gleich sein und dann rechts. Hier ist aber auch noch irgendwas. Ob es das Anwesen ist? Könnte gut sein. Hier. Können wir nicht durch? Hier ist der Weg. Okay. So, jetzt haben wir nämlich einen Shortcut noch freigeschaltet von Whitechapel aus. Das heißt, wir können jetzt von hier aus auch zum Anwesen. Umso mehr Shortcuts wir freigeschaltet haben, desto besser. Weil dadurch können wir dann endlich von jedem Stadtteil aus überall hin. Ohne jetzt großartige Umschweife zu machen. Ich gehe mal hier rein, aber ich will mich nochmal auf dem Gelände hier umsehen. Das scheint ja das Anwesen zu sein. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas drumherum. Ich würde gerne interessieren, was passiert, wenn ich mich weigern würde, ihn zum Vampir zu machen. Ob ich dann wirklich in den Kampf geschickt werde mit Lord Redgrave, das ist halt die Frage. Das würde mich mal gerne interessieren, was dann passiert. Oder ob es ihnen einfach irgendwie egal ist. Also, ich glaube zwar nicht, aber was soll er denn tun, wenn ich mich weigere? Weil wenn er mich tötet und er selber nur Skulls erschaffen kann und keine Vampire, was wir ja erfahren haben von Lady Ashbury, ist es ja so, ja, dass er dann seinen Wunsch gar nicht erfüllt bekommt. Da unten ist noch jemand mit einem Turban. Da sitzen auch noch 2 Personen. Sind das Zwillinge? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? No, I'm not. Good for you. It's a good thing to have a clear idea of where you stand concerning crucial questions. Don't you think? What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know.
A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Okay, ich brauche noch weitere Hinweise. Goodbye for now, Mr. Baker. Kann ich jetzt mit seinem Bruder quatschen oder wie sieht's aus? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Can I be of assistance? Dr. Reid? Dr. Reid? Is there anything wrong? No, it's just... your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city as soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I don't know. I was born and raised in London, but I feel like a stranger here recently. You didn't answer my question, sir. But I don't blame you. Perhaps it's better that way. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being. True kindness is the most valuable quality, my good sir. Okay, er scheint der Part der Brüder zu sein, der ein bisschen auf Krawall aus ist. Mehr über ihn habe ich nicht. Ah, hier. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Goodbye, Mr. Baker. Vielleicht sollten wir den Bruder noch mal ein bisschen ausquetschen. Hello again, Dr. Reid. Kann aber mit ihm leider nichts quatschen. Er hat Erschöpfung. Hello again.
Do you need my... Indeed. You have nothing to be worried about. Sounds so easy to fight disease. Too bad it's not the same making people smile again. Goodbye. Okay. Das hätten wir. Zuerst gehe ich nochmal kurz zu ihr. Gib ihr auch nochmal was gegen Erschöpfung. Good evening, Miss Price. Do you need my med... Oh yes, I feel so oppressed lately. And tired and I'm just doing my job. perhaps. But I have always been grateful for your concern, you know. Goodbye for now, Miss Price. Dr. Reid, I am glad to see you. Tja, leider muss ich wieder los, meine Liebste. Aber wir sehen uns. Ein Blutfleck. Wir sind Ratten. Ah, das ist die andere Seite. Oh, da liegt eine Leiche. Hat er noch was? Nee. Ist einfach nur tot. Der ist weiter unten, aber wo ist denn unten? Komme ich denn zu ihm? Was war das für ein Geräusch? Man kann sie belauschen. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. And we are alive. For now, yes. But for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Hier, jetzt haben wir noch ein paar Details über die Brüder erfahren. Aber ich check trotzdem nicht, wo der eine Dude mit dem Turban ist. Das ist, glaube ich, die einzige Person, die mir noch fehlt. Kann das sein? Ja. Hier unten wahrscheinlich irgendwo. Ah, hier ist so eine Art Krypta oder was das sein soll hier. Was war das? Ein Geräusch. Ja? Das sind Druckplatten, aber wofür? Es scheint irgendwie ein Geheimmechanismus zu sein, nur kenne ich die Antwort des Rätsels nicht. Okay, liebe Freunde, dann quatschen wir nochmal mit ihm, bevor wir die Folge beenden. Da haben wir einen Zettel einfach mal geklaut. Das Verbrechen des verlorenen Wissens. The fool. Jonathan Reid. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Er hat unsere guten Taten bemerkt. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson.
Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Okay, jetzt haben wir noch über Elias Dawson ein paar Infos, die uns wahrscheinlich im Gespräch mit ihm weiterhelfen. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Hab ich nicht. Perhaps later. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Er scheint uns gut zu kennen, das macht mir irgendwie Angst. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. Die Büchse der Pandora, eine neue Sidequest. One thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. Altes Blut. Krass. Bekommt man das nur, wenn man keinen Menschen getötet hat? Oh, geil. Okay, ich würde jetzt einen sehr strangen Break machen, Blake. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Vampyr. Wir machen gleich mit Teil 3 weiter und quatschen nochmal ein bisschen mit ihm und dann werden wir nochmal zurück in das Blut analysieren. Weil ich denke mal, das wird mir wahrscheinlich den höchsten die höchste Infusion geben, die ich herstellen kann. Ich weiß aber nicht, weil ich das Blut dazu brauche von Gegnern. Also die meisten Skulls oder Vampire lassen das ja fallen, aber mal sehen. Gut, ich bin jetzt mal raus. Vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Vampyr und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.